Wenn ihr wissen wollt, welche Brettspielneuheiten ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet auf das Spiel 22 in Essen, dann bleibt dran. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Spiel 22 in Essen und es gab schon viele Informationen über Neuheiten dieses Jahr, die rauskommen auf der UKGE in Birmingham, auf der BerlinCon, auf der GenCon in Indianapolis. Viele Informationen. Wir haben das Beste für euch zusammengetragen, was wir bisher so gefunden haben. Wir sind Alex und Tobi von den Board Game Pirates und zeigen euch jetzt unsere Top 5, was ihr in Essen auf gar keinen Fall verpassen solltet. Legen wir los mit meiner Nummer 5, einem Social Deduction Spiel, das wir uns fast auf der UK Games Expo in Birmingham geholt hätten, aber aus irgendeinem Grund dann liegen lassen haben. Blöd. Aber jetzt möchte ich es auf jeden Fall doch haben. Und zwar spreche ich von The Thing. The Thing. Ja, ein Social Deduction Spiel in so ein bisschen einer Horrorwelt, basierend auch auf einem Horrorfilm aus den 80ern, bei dem es darum geht, dass ein Alien die Menschheit infiltrieren will. Und ihr seht es hier auf Board Game Geek, hat auch eine 7,8, also auf jeden Fall echt nicht schlecht. Ist übrigens ein Kickstarter, der jetzt gerade ausgeliefert wurde und teilweise auch schon im Handel erhältlich ist. Aber ich möchte es mir dann in Essen holen und hoffentlich dann dort auch gleich in größerer Runde ausprobieren. Ja, schauen wir mal kurz rein. Ups. So, genau, hier sieht man auch schon ein bisschen was. Hier sieht man die Box und das Spielbrett und da sieht man, dass man sich mit seinen Spielfiguren hier auf unterschiedlichen Räumen bewegt und der Alien bewegt sich natürlich versteckt auch in diesen Räumen und versucht eben die Menschheit zu infiltrieren mit dem Alien-Virus oder wie man es nennen will und die Menschen versuchen natürlich zu entkommen, ohne dem Alien zu begegnen. Soll wirklich sehr atmosphärisch sein, auch ein bisschen beklemmend, aber sehr cool gemacht. Und es gibt auch schon eine Erweiterung, und zwar Norwegian Outpost, die scheinbar gleichzeitig mit dem Grundspiel gekommen ist, die noch mehr Optionen bietet, es auch für unterschiedliche Anzahl von Spielerinnen besser macht, dass man es auch mit wenigen und mit vielen gut spielen kann. Genau, hier kann man auch noch mal kurz reinschauen. Erweitert dann so ein bisschen nochmal die Szenerie, macht das nochmal spannender. Und ja, diese beiden Spiele möchte ich mir in Essen 2022 auf jeden Fall holen. Wenn wir es nicht in Birmingham auf der UKGE schon gekauft hätten, dann wäre das auf jeden Fall auch ein Top-Favorit für uns, was man auf der Spiel 22 wahrscheinlich kaufen kann, oder? Ziemlich sicher, wurde glaube ich schon angekündigt, ja. Ich glaube schon, und zwar geht es um Oltray. Oltray ist ein strategisches Rollenspiel und ordnet sich irgendwo zwischen Descent und Robin Hood ein. Sehr spannendes Gefüge irgendwie. Und zwar hat es eine 7,7, ist für 2 bis 4 Spieler und ja, ist so ein mittelschweres Komplexitätsrating auf Board Game Geek. Und es geht darum, dass man kooperativ in die Rolle von Rangern schlüpft und man da so eine postapokalyptische, durch Krieg zerstörte Welt vor übernatürlichen Gefahren schützen muss. Und jeder Ranger, den man hier hat, der hat eben verschiedene Fähigkeiten. Und man hat hier so ein Playerboard, wo man entsprechend eigene Fähigkeiten und auch so eine Lebensleiste hat. Und mit den Rangern muss man dann eben diese Burg hier beschützen, gleichzeitig rundenbasiert diesen Unglückswürfel hier würfeln. Und je nachdem, wie viel Unglück man hat, desto weiter fliegt hier dieser schwarze Aasgeier am Spielfeld entlang. Und je nachdem, wo der dann stehen bleibt, muss man dann bestimmte Quests erfüllen oder Eventkarten aufdecken. Man muss sich bewegen, bauen, Kräfte sammeln und dann eben diesen Gefahren begegnen und versuchen, die dann durch bestimmte Würfelproben zu bannen. Am Ende muss man eben die Mission erfüllen, um das Spiel zu schaffen. Und da gibt es halt ein paar Vor- und Nachteile, wie man die schaffen kann. Es gibt auch so ein paar Dinge, die man machen sollte, damit man die schaffen kann. Und wir haben einige gesehen, die das auch nach der UKGE dann in dem allgemeinen Spielbereich schon direkt ausgepackt haben und gezockt haben. Und die waren echt begeistert. Wir haben dann ein paar auch nochmal gefragt, wie sie es fanden. Und deswegen auf jeden Fall auch unser heißer Tipp für die Spiel 22, Oltray.
Ja, das nächste Spiel bei mir auf der Liste ist von einer super sympathischen Spieleautorin, die wir letztes Jahr auch in Essen persönlich treffen durften. Ihr wisst wahrscheinlich schon oder vielleicht schon, wen ich meine. Es ist Rita Model. Und hi Rita. Und das Spiel, von dem ich spreche, ist Zwergendorf. Und zwar ist Zwergendorf ein Draw-and-Write-Spiel. Und ihr seht hier schon ein paar Bilder auf Boardgame Geek. Es wird, glaube ich, nicht so komplex werden. Relativ simpel, aber super cooles Design. Finde ich, sieht echt lustig aus mit diesen Zwergen. Und es erinnert auf den ersten Blick ein bisschen an den Kartografen. Wenn ich hier auch mal diesen Block zeige, den man da verwendet. Genau, hier hat man so einen Spielblock mit so Feldern. Und da zeichnet man dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Ressourcen auf, wo man Karten aufdeckt mit Ressourcen, die man dann dort einzeichnet. Und es entstehen auch Gebäude, die Zwerge dann aus diesen Ressourcen bauen. Und als erstes denkt man einfach, ja, Ressourcen einzeichnen, Gebäude einzeichnen, könnte Richtung Kartograf gehen, hat aber einen Twist. Und zwar hat Rita in einem Video erzählt, es gibt da so eine Produktionsphase, wo dann die Ressourcen, die man baut, sich von selbst ausbreiten. Ich gehe noch mal ein bisschen durch die Karten. Genau, hier gibt es dann Zwergenkarten, Ressourcenkarten. Hier sieht man Ressourcen, beispielsweise Holz und, keine Ahnung, was das hier sein soll, Bier? Ich würde sagen, eine Kaffeetasse. Ja, jedenfalls. Wahrscheinlich ein Bierkrug. Diese Ressourcen, die man dann baut, wie Holz und Stein oder auch Bier, die breiten sich dann quasi von selbst aus und können dann auch das Spielfeld sprengen. Und wenn da nicht mehr genug Platz ist auf diesem Spielfeld und die Ressourcen quasi über das Spielfeld hinausragen, dann bekommt man auch Minuspunkte. Das heißt, da muss man wirklich aufpassen. Erinnert mich ein bisschen an die Kartografin auch. Wenn du dich noch erinnerst, haben wir mal gespielt. Und da zeichnet man auch Monster auf seinem Plan ein, die sich dann auch ausbreiten. Und auch da kann man Minuspunkte bekommen. Also klingt super witzig. Und ich mag auch einfach Rita. Das Spiel werde ich mir auch in Essen definitiv holen. Und ich glaube, ihr solltet euch das auch ansehen. So, kommen wir von süßen Zwergen zu Banditen und Eisenbahnen. Die Rede ist von Great Western Trail. Meine Nummer 4 und auf der Spiel 22 gleich in doppelter Ausführung. Und zwar einmal die Erweiterung Rails to the North für die Second Edition. Das Spiel gab es natürlich schon mal vor einigen Jahren, jetzt in der Reproduktion. Und wir verlinken euch unten mal noch ein paar Links dazu, wo ihr auch ein bisschen mehr davon sehen könnt. Grundsätzlich geht es aber darum, dass es einfach eine Erweiterung ist, Rails to the North. Man kann weiter in den Norden fahren und es gibt neue Häuser, Stationen, die man bauen kann, sowie neue Kühe und neue Missionskarten. Ja, schaut euch das auf jeden Fall einmal an. Und was aber das Highlight natürlich ist, für uns auf jeden Fall Great Western Trail Argentina. Und in Great Western Trail Argentina hat man komplett eigenes neues Grundspiel. Es spielt in der argentinischen Pampa am Ende des 19. Jahrhunderts. Und es gibt hier neue Berufe, es gibt einen Farmer, es gibt eine zusätzliche Währung, Getreide und es gibt auch spannende Änderungen, die man hier auf dem Spielfeld hier auch sehen kann. Und zwar, ja, wenn ich hier mal ein bisschen reinscrolle, vielleicht kann man das hier ein bisschen sehen. Und zwar, wir haben hier unsere Worker, wir haben hier auch die Leiste, wo wir entsprechend unsere Berufe oder unsere Arbeiter mit holen können. Und es gibt jetzt aber auch Schiffe, die sieht man schon hier oben am Rand. Und am Ende der Reise durch Argentinien, da kommt man dann immer nach Buenos Aires. Und da warten eben nicht nur die Züge, sondern auch die Schiffe. Und die fahren auch noch zu bestimmten Zeiten ab. Und wenn man den Spielefortschrittmarker, wenn der bestimmte Stufen erreicht, ja, das kann man hier so ein bisschen sehen, dann, also alle paar Spielrunden, dann fährt halt so ein Schiff ab. Und man muss halt auch bestimmte Schiffe erwischen, um dann zum Beispiel auf so bestimmte Inseln hier zu kommen. Und da gibt es dann einfach nochmal richtig fette extra Siegpunkte, die man sich da abholen kann. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und das Zweite, was es noch gibt, das sind so Gefahren.
Da weiß ich gar nicht genau, wie das hier funktioniert. Da gibt es so Banditen, die hier auf dem Spiel irgendwie rumlaufen, an denen man vorbeikommt. Und die überfallen einen dann oder man muss sie dann mit Münzen irgendwie bestechen oder so. Und gleichzeitig kann man aber auch seine Kühe benutzen, denn die Kühe haben jetzt nicht nur Punkte und Siegpunkte, sondern auch eine eigene Stärke. Und mit der Stärke kann man dann gegen die Banditen, ich weiß nicht, kämpfen oder Ich glaube so, ja. irgendwie sowas. Ein weiterer witziger Effekt ist auch, das sieht man jetzt hier auf diesem Spielplan nicht so gut, aber die Zugschienen gehen auch mitten durchs Spielfeld und man kann dann auch als Spielfigur irgendwie die Zugstrecken erweitern und für sich nutzen und dann von diesem Feld, wo diese Zugstrecken langlaufen, direkt auf den Zug aufspringen und direkt nach Buenos Aires fahren. Ja, das heißt, man kann quasi das ganze Spiel abkürzen und direkt hochfahren, um vermutlich dadurch dann einfach noch diese ganzen anderen Dinge zu machen. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und wir wollen es unbedingt ausprobieren in Essen. Das könnte schon echt ein super Highlight sein. Guckt euch das an und ja, ich weiß nicht, ich gehe mal fast davon aus, dass wenn es geil ist, dass wir das wahrscheinlich mitnehmen müssen. Ich glaube auch. Meine Nummer 3 haben wir tatsächlich schon in der Spieleschmiede gebackt. Das heißt, wir können uns das dann in Essen einfach abholen. Hoffe ich zumindest sehr. Mega. Aber für alle anderen sollte das auch so in Essen verfügbar sein. Und zwar ist die Rede von Coffee Traders, das bei Skellig Games erscheint. Ja, das Spiel gab es ja schon auf Englisch, jetzt endlich auf Deutsch verfügbar. Und ich freue mich sehr, weil es soll auf Englisch schon auch sehr gut sein, aber es gab ein paar Schwächen beim Material und bei den Regeln und ich hoffe, dass Skellig das jetzt nochmal verbessert hat. Und zwar seht ihr hier schon bei Coffee Traders, es spielt in der Welt des Kaffees, logischerweise, ist ein Expertenspiel, hat hier bei Board Game Geek tatsächlich ein Weight-Rating von 4,31 von 5, also sehr komplex. Und es ist auch echt viel los auf dem Spielplan. Also man hat hier so ein paar Bilder. Ich versuche da mal reinzuschauen. Ja, hier sieht man das eigentlich ganz gut. Kann ich auch noch so ein bisschen zoomen. Ja, es ist ein riesiger Spielplan. Ich hoffe, dass er bei uns überhaupt auf den Tisch passt. Und es kommen wohl auch wahnsinnig viele Mechanismen vor. Also es soll irgendwie ein Wirtschaftsspiel sein mit Worker Placement, Action Selection, Trading. Es kommt da wirklich ganz viel drin vor. Aber es soll halt auch wirklich Spaß machen. Die Komponenten sind auch mega und diese Welt des Kaffeehandels ist auch ein relativ unverbrauchtes Thema. Also ich freue mich wirklich sehr und es sind auch ein paar sehr witzige Elemente dabei. Also beispielsweise, ich weiß jetzt nicht sicher, ob man das hier auch sieht, aber es kommen sogenannte Schleichkatzen vor. Die hier sieht man sie tatsächlich auch. Die Kaffeebohnen essen, die verdauen und die dann wieder ausscheiden. Ist das nicht dieser Kupilova-Kaffee oder wieder? Ja, genau der. Und das ist dann halt besonders hochwertiger Kaffee, den man dann damit produzieren kann, wenn man da diese Schleichkatzen nutzt. Also wirklich sehr gut durchdacht, super Spiel. Ich freue mich mega, wenn wir es uns abholen können. Und wie gesagt, wenn ihr es nicht gebackt habt bei der Spieleschmiede, sollte es auch bei Skellig dann in Essen käuflich erwerben können. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ja, ich fühle mich unter den Lampen jetzt auch schon ein bisschen warm hier. Das bringt mich direkt zu dem Thema Hitze, und zwar Hitze auf dem Asphalt. Meine Nummer 3, Heat. Pedal to the Metal. Pedal to the Metal. Und zwar ist Heat ein richtig cooles Spiel. Ich bin sehr gespannt darauf. Es ist von den Machern von Flamme Rouge und das haben wir jetzt zuletzt mit unseren Freunden in England gespielt, indem man eben so ein Fahrradrennen simuliert. Und Heat kommt jetzt sozusagen als, ja, man soll nicht sagen Neuauflage, aber es hat viele Elemente dieses Spiels, was es mit sich bringt. Und das ist von Days of Wonders. Ja, das heißt auch die Macher von Zug um Zug, die wissen auch entsprechend, was sie da tun. Asker Harding Granerud ist der Designer. Und man kann es bis 6 Spieler spielen. Hat sogar einen Solo-Modus. Und statt Fahrrädern, wie gesagt, ist man jetzt hier mit Autos unterwegs. Das ganze Thema spielt in den 1960er Jahren als Autorennen, als die eben damals auch noch total gefährlich waren. Man kann das hier mal so ein bisschen sehen. Der Vorteil zu dem originalen Spiel, jetzt muss ich hier gerade mal das richtige Bild finden, hier.
Der Vorteil zum originalen Flamme Rouge ist einfach, dass man schon 4 komplett vorgefertigte Strecken hat. Bei Flamme Rouge musste man immer diese ganzen Puzzleteile zusammensuchen. Das hat man jetzt hier nicht mehr. Und trotzdem ist das Spiel sehr, wie sagt man, divers, wie man es nutzen kann, weil es gibt hier so diese kleinen Felder, in denen dann auch verschiedene Streckenabschnitte mit bestimmten Regeln ausgestattet werden oder es verschiedene Wetterverhältnisse gibt, die das Spiel einfach beeinflussen können. Und ja, der Mechanismus, man sieht es hier rechts so ein bisschen, man hat so ein eigenes Tableau diesmal und nicht einfach nur, also bei Flamme Rouge gab es auch ein Tableau, aber es war ein bisschen kleiner. Man hat hier eine Gangschaltung, in der man beschleunigen kann und nicht nur die Karten im Deck mit den Nummern bezeichnen, wie schnell oder wie weit man fahren darf, wie viele Felder man sich auf der Strecke weiter bewegen darf, sondern auch der Gang, wo man hoch oder runter schalten kann. Und wenn man halt zu schnell ist und durch so eine Geschwindigkeitsbegrenzung oder so durchkommt, dann kriegt man halt auch sogenannte Heat-Karten, die kommen dann ins Deck. Und wenn man dann zu viele von den Heatkarten im Deck hat, dann hat man die irgendwann alle auf der Hand und kann sie nicht ausspielen, man kommt nicht weiter und dadurch wird man wieder blockiert und gebremst. Und so muss man eben sehr gut aufpassen, wann man jetzt eben seine Gänge hochschaltet, wann man runterschaltet und wie man das Ganze entsprechend steuert. Ja, und es gibt eine Variante mit Custom Cars, die unterschiedliche Skills haben, unterschiedliche Karten, die man im Deck hat und ganz viele Sachen, die man da noch mit mehr Varianz ausstatten kann. Und es gibt sogar einen Championship-Mode, in dem man dann quasi wie ein Grand Prix mit mehreren Rennen hintereinander überlegen kann und ausspielen kann, wer am Ende der Meisterschaftssieger ist. Das klingt für uns sehr spannend. Also wir haben Flamme Rouge schon gespielt. Ich fand das sehr cool und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Heat soll auf der Spiel rauskommen und schaut auf jeden Fall mal bei Days of Wonder vorbei, falls ihr da Bock drauf habt. Es wird spannend. Wir nähern uns unseren absoluten Top-Spielen. Meine Nummer 2 dieses Jahr hat etwas mit Die Crew zu tun von Kosmos, was eins meiner absoluten Lieblingsspiele aus dem Herbst 2020 war. Und zwar ist das Spiel auch von Kosmos und heißt Inside Job. Es ist ein quasi kooperatives Stichspiel, also ähnlich wie Die Crew, aber eben nicht ganz kooperativ. Okay. Und ihr seht hier schon mal ein Bild auf Boardgame Geek. Das verrät hier noch nicht so viel. Hier sind auch keine weiteren Bilder, aber ich habe mir das mal auf der Kosmos-Seite angesehen. Und hier sieht man zumindest die Rückseite der Packung. Die verrät schon so ein bisschen mehr. Ja, und zwar kann man hier sehen, es gibt hier einen sogenannten Insider, glaube ich. Ja, das ist hier der Bösewicht, genau. Insider heißt er. Und der verbirgt sich unter den Agenten, also den anderen Mitspielerinnen, und spielt gegen die. Daher semi-kooperativ. Das heißt, es geht bis zu 5 Spieler, das heißt im besten Fall 4 Spielerinnen am Tisch, spielen dann kooperativ miteinander und versuchen, wie bei Die Crew, durch Stiche Missionen zu erfüllen. Aber einer spielt eben nicht mit und blockiert heimlich die anderen Mitspielerinnen, spielt dagegen, versucht dabei aber auch nicht aufzufallen. Denn wenn die Agenten den Insider aufdecken, haben auch die Agenten gewonnen und der Insider verloren. Also es klingt für mich wirklich sehr spannend und ich habe, wie gesagt, Die Crew geliebt. Und da jetzt dann nochmal diesen Verrätermechanismus dabei zu haben, finde ich eine wirklich coole Veränderung. Und das Spiel kostet tatsächlich auch nur 14,99 €. Man kann also überhaupt nichts falsch machen. Das ist so ein Spiel, wo ich sage, da überlege ich gar nicht zweimal. Das landet einfach sofort im Koffer, kommt mit nach Hause und ich hoffe, dass es genauso süchtig macht wie Die Crew. Du scheinst ja echt auf so Intrigenspiele im Moment zu stehen. Ja, scheint so zu sein. Zu meiner Nummer 2 hat es überraschenderweise vor 2 Wochen, glaube ich, einen richtig coolen Trailer gegeben. Und zwar geht es um Dune Imperium Immortality. Die Erweiterung oder die zweite Erweiterung von Dune Imperium kommt Ende diesen Jahres auf den Markt. Und ich bin sehr gespannt, ob es das auf der Spiel schon geben wird. Wir halten euch da echt auf dem Laufenden, ob es rauskommt auf der Spiel oder nicht. Und zwar
gibt es in Dune Imperium Immortality ein paar neue Elemente und Mechanismen. Darunter zum Beispiel das sogenannte Grafting. Ja, schaut man sich erstmal hier diese coole Artwork auch an. Finde ich sehr cool gelungen. Und beim Grafting soll es wohl so sein, es gibt die neue Spezies namens Bene Tleilax und die haben wohl die Fähigkeit, dass die irgendwie in der Medizin, im Film irgendwie Sachen implantiert haben und damit irgendwie Klone erzeugt haben. Und im Spiel soll sich das wohl so umsetzen, dass man Karten mehr oder weniger klonen kann oder dass man mit einer Karte eine zweite Karte gleichzeitig spielen kann. Wie das Ganze funktioniert, weiß man noch nicht so genau. Von daher bin ich da schon sehr gespannt. Und das Zweite ist, dass es auch einen sogenannten Forschungstrack gibt. Es gibt ein komplett neues Kartendeck und man kann sich eben hier auf diesem Forschungstrack entsprechend einmal hier nach oben bewegen und gleichzeitig eben hier auch sich hier entlang bewegen und entlang dieser Forschung dann neue Karten in sein Deck bekommen, die dann, ich vermute mal, auch deutlich stärker sind oder andere Sachen können und eben dadurch eben auch nochmal anders zu Siegpunkten führen. Außerdem gibt es auch eine neue Startkarte im Deck und ein neues Feld auf dem Standardspielplan, die eben auch diese Aktion Forschen möglich machen. Ich glaube, für Dune-Fans wird das auf jeden Fall eine mega Sache. Ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Dune Imperium Immortality. Es ist soweit, wir sind bei meiner Nummer 1 angelangt und es wird magisch. Ja, und zwar hat mein nächstes Spiel ein Hexenthema und ich liebe Hexen, immer schon geliebt, alle Serien mit Hexen, Sabrina the Teenage Witch, Charmed, mega. Und hier auch wieder das Hexenthema. Es handelt sich um Septima. Septima, ihr habt es vielleicht schon gehört, ist ein Kickstarter, der gerade jetzt abgeschlossen wurde. Es wird also ziemlich sicher nicht auf das Spiel kaufbar sein, aber ich hoffe sehr, dass man es dort zumindest ausprobieren kann. Und seht es jetzt hier schon mal auf Board Game Geek. Das Spiel ist von Mind Clash Games, die normalerweise sehr komplexe Spiele rausbringen. Dieses Spiel soll aber nicht ganz so komplex sein. Und es geht darum, dass Septima, die älteste Hexe aller Hexen, ist leider verstorben. Und wir wollen jetzt ihren Platz einnehmen. Und ich finde das einfach schon mal optisch richtig, richtig gut gemacht. Auch schon das Cover hier gefällt mir sehr. Und wenn wir hier weiterschauen, die Karten auch sehr schön designt und auch die Miepel, mega Qualität. Und ich habe auch schon Videos gesehen, wo der Prototyp gespielt wird. Auch da ist es schon mega. Beim echten Spiel wird es natürlich noch besser sein. Und das Spiel bringt auch einige coole Mechanismen mit. Zwar gibt es da einerseits Simultaneous Action Selection, so muss man jetzt auch aussprechen können, wo jeder gleichzeitig seine Aktion wählt und dann wird revealed, also aufgedeckt, wer was gewählt hat. Und wenn mehrere Spieler zufällig dieselbe gewählt haben, dann führt das noch zu Special-Effekten. Das finde ich also schon mal sehr cool. Schere, Stein, Papier auf dem Brettspiel. Bisschen. Was auch spannend ist, es gibt auch immer wieder Witch Trials, also diese Gerichtsprozesse, die Hexen ja auch durchlaufen mussten und wo man sich behaupten muss. Und man sieht es jetzt leider nicht bei den Bildern, aber man hat Beutel. Und in diesen Beutel baut man sich eine Gefolgschaft aus Bürgern auf, die einem dann eben wohlgesonnen, mehr oder weniger wohlgesonnen sind und zieht die dann aus dem Beutel während dieses Witch Trials und muss halt versuchen, wohlgesonnene Bürger zu erwischen und nicht solche, die einen dann vielleicht verurteilen, weil sonst könnte man auch auf dem Scheiterhaufen landen. Finde ich super, super spannend und ja, ich kann es kaum erwarten. Ich habe den Kickstarter auch gebackt, aber ich würde es richtig gerne in Essen schon ausprobieren und ich glaube, wenn das Spiel da ist, solltet ihr auch auf jeden Fall zu dem Stand von Mind Clash. Septima auf jeden Fall meine Nummer 1. Ja, wir haben Hexen gesehen, Dune Imperium, Verschwörungen von Aliens, Autorennen. Erzählt uns mal oder schreibt unten in die Kommentare, was hat euch bisher am meisten interessiert oder auf was freut ihr euch noch besonders auf der Spielmesse in Essen. Und jetzt kommen wir zu meiner Nummer 1. Die spielt allerdings wo ganz anders, und zwar im Fernen Osten in China. Die Rede ist von Terracotta Army. In Terracotta Army ist ein Strategiespiel für 1 bis 4 Spieler von Board & Dice.
Und hier hat man entsprechend die Aufgabe für den ersten chinesischen Kaiser, Qin Shi Huang, der leider den Löffel abgegeben hat, eine Armee aus 8000 Soldaten als Ehrenmal oder Denkmal aufzubauen. 8000 Soldaten aus Ton zu errichten. Und das Besondere an dem Spiel ist nicht nur das Thema, was eben diesen chinesischen alten Stil hier vermittelt, sondern auch der Worker Placement Mechanismus. Das kann man hier ganz toll auf dem Bild hier auch sehen. Und zwar, also man sieht eh schon, wie cool das eigentlich hier aussieht. Bei dem Spiel hat man hier einen sehr interessanten Worker-Mechanismus mit diesem Rondell. Das kennt man vielleicht auch schon aus Prager Caput Regni. Funktioniert allerdings auch ein bisschen anders. Und zwar platziert man seine Arbeiter auf Feldern hier am äußeren Rand von diesen 3 verschiedenen Aktionsrädern hier. Und auf dem Feld, wenn man sich hier hinsetzt, kann man dann alle diese Aktionen hier ausführen. Und das führt dazu, da man eben jedes Feld nur ein einziges Mal belegen kann oder mit so einem größeren Miepel hier, so ein Artisan, das dann auch nochmal doppelt belegen darf. Danach ist aber Feierabend, muss man sich eben überlegen, wie komme ich an die Aktionen auch später nochmal dran. Und dazu gibt es eben die Möglichkeit, diese Felder hier zu verdrehen. Ja, damit kann man einerseits sich selbst neue Aktionen weiterdrehen oder eben anderen auch Aktionen wegnehmen. Das gilt dann allerdings auch für alle Spieler. Und ich finde das ein super spannender Mechanismus mit diesen drehenden Sachen. Da bin ich echt super, gehypt, gespannt, wie auch immer. Und was auch sehr cool ist, ist, dass man eine Ressource braucht, und zwar Ton. Die sieht man hier so ein bisschen an den Ecken, glaube ich. Und das ist halt so, dass der Ton, den man als erstes bekommt, der ist halt noch schön feucht, und je länger man den hat, dann wird er halt austrocknen. Das heißt, man muss eben gucken, dass man den Ton eben auch sehr schnell verarbeitet hat, bevor der ausgetrocknet ist. Sehr coole Idee, und wir sind sehr gespannt, ob es das Spiel dann machen wird in unserer Top-Liste des Jahres, wie auch immer. Seid gespannt. Auf jeden Fall erstmal meine Top 1 für die Spiel in Essen. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also ich glaube, das Spiel kann man auf jeden Fall auch kaufen, können wir nochmal dazu sagen. Stimmt, man kann es jetzt schon vorbestellen und dann in Essen auf das Spiel abholen, so wie wir gehört haben. Von daher guckt gerne mal rein. Wir schicken euch unten noch den Link mit dazu, wo ihr danach schon mal schauen könnt. Das waren die Spiele, auf die wir uns aktuell am meisten freuen. Es gibt aber noch weitere Spiele, die uns interessieren, wo wir noch auf mehr Infos warten. Und die haben wir für euch in unserer Pirates Wishlist auf Boardgame Geek zusammengefasst. Schaut da also gerne mal rein. Ihr seht, da sind einige Spiele drauf, von denen wir euch heute was erzählt haben, aber auch noch einige andere. Und wenn weitere Neuheiten erscheinen, die uns interessieren, landen die auch direkt da drauf. Ja, und wir werden noch ein weiteres Video für euch machen, und auch auf unserem Instagram-Kanal werden wir euch noch ein paar exklusive Tipps mitgeben, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, wenn ihr auf die Spielmesse nach Essen fahrt. Wir wollen jetzt noch nicht so viel verraten, also bleibt auf jeden Fall dran und schaut es euch an. Und wir sagen bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.